Weil Versuchen gibt's nicht. Nee, du hast stimmt. zwar Versuche, aber wir gehen ran und machen das. Ja. Wenn du nicht davon überzeugt bist, wirst du es nicht schaffen. Okay, ich bin davon überzeugt. Spannung aufbauen. Guten Morgen, liebe Bodybuilding Red Fans. Wir sind hier im Olympiastützpunkt in Berlin. Heute treffen wir den ehemaligen Europameister Marco Spanel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei hier draußen gefühlten minus 100 Grad gehen wir jetzt einfach ins Warme und ja, haben auf jeden Fall Spaß, denke ich mal, oder? Ich denke. Ja. Hallo. Guten Morgen. Daniel, ich grüße dich. Ich bin der Marco. Schön, dass ihr da seid. Morgen. Conny, dann kommt mal rein hier in unsere heiligen Hallen. Von unserem Bundesstützpunkt Gewichtheben hier in Berlin. Ja, ihr könnt gleich reintreten mal hier. Das ist praktisch unsere Heberhalle mit den ganzen Heberbohlen. Ja, ihr seht, ihr habt genug Handeln heute, dass wir da auf jeden Fall ordentlich arbeiten können. Ja, hier trainieren wir als Gewichtheber vom Berliner TSC. Und ich freue mich natürlich, dass ihr heute hier seid. Und ich werde mal sehen, was ich von euch lernen kann. Ich habe ja schon einiges von euch auch gesehen, schon im Internet eure Videos gesehen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und dann hoffe ich, dass ihr auch was von mir mitnehmen könnt, was wir heute hier zusammen erarbeiten können. Ja? Okay, schaut euch ein bisschen um. Jeder kann sich schon mal eine Hantel aussuchen. Und dann können wir loslegen. Alles klar. Okay, gut. So, ich habe mich jetzt gerade schnell umgezogen. Marco haben wir gerade soweit so kennengelernt. Die Trainingsmöglichkeiten sind auch gigantisch. Gewichte liegen alle schon. Wir gehen jetzt kurz in die Erwärmung rein. Dann werden wir wahrscheinlich ein paar Vorübungen machen zum Gewichtheben, so allgemein so ein paar grundlegende Dinge. Was ich mir eigentlich von einem Tag heute so ein bisschen erhoffen werde, ist eigentlich, weil ich halt funktional einmal die Woche noch ein bisschen Reißen, Stoßen mache, dass wir dort vielleicht die Technik so ein bisschen optimieren können und er mir vielleicht ein paar Tipps ja, so geben könnte. Ne? Alter Schwede. Conny, Gewichtheben, oder? Ja. Ja. Du bist bereit, denke ich. 100%. Wenn das keine Motivation ist, oder? Auf jeden Fall, ja. Macht das Spaß. Also schön, dass ihr umgezogen seid. Ich stelle mir das heutige Training so vor. Wir machen natürlich erstmal eine Erwärmung. Wir machen nachher noch so ein kleines Stabilisierungsspielchen, dass ich mal gucke, wie eure Hocke ist. Und dann werde ich mir erstmal eure Fertigkeiten bei der Kniebeuge angucken. Weil wenn ich mir die Kniebeuge angucke, kann ich schon später sehen, was wir bei den Technikübungen beachten müssen, weil ich da schon gucke, wie habt ihr die Fußstellung, wie sich eure Bewegung dort dabei entwickelt, wie eure Rückenstellung ist und wie auch der Rest des Körpers eigentlich darauf reagiert. Sodass ich da mir schon ein Bild von euch machen kann, wo ihr steht und wo wir dann feilen müssen. Dann werden wir in die Zugübung reingehen. Das ist ja, den schweren Zug kennt ihr ja auf jeden Fall. Und man nennt es auch teilweise Deadlift, wir sagen immer noch schweren Zug dazu. Wir haben dann den schnellen Zug noch dabei und über den schnellen Zug arbeiten wir uns dann an die Klassikübungen ran und wir werden heute hauptsächlich ins Standreißen reingehen. Ja, und da freue ich mich schon und da bin ich schon ganz gespannt, wie ihr euch da entwickelt. Stark, okay. Ja? Okay, dann würde ich sagen. Ja. Okay Leute, wie sieht's aus? Seid ihr warm?
würde ich sagen, fangen wir mit einem speziellen Training an. Vielleicht noch ein kleines Spiel vorher. Lass uns mal gucken, wie ihr euch in der Tiefhocke bewegt. Alex habe ich euch heute zur Seite gestellt, das ist unser Profi-Gewichtheber. Ja, Alexander Oberkirsch. Und wollen mal sehen, was er heute hier im Stand reißt. 2 Leute setzen sich gegenüber. Ich schnapp mir die Conny und ihr beide macht zusammen. Und dann guckt euch mal an, wir setzen uns einfach hier in der Halle in die Tiefhocke mal rein. Immer gegenüber. Am besten ihr kommt hier neben uns. Tiefhocke. Setzt euch schön in Tiefhocke. Für mich ist wichtig, jawohl, der Rücken ist schön durch. Ja, haltet schön die Spannung. Hier sehe ich auch schon eine Möglichkeit, du brauchst nicht ganz so tief sacken, trotzdem die Spannung halten, ja? Dass du hier merkst, okay, hier zwischen Oberschenkel und Wade ist eine Spannung, Rücken schön durch, okay, Fußstellung vielleicht ein bisschen enger, aber das gucken wir uns auch nochmal nachher bei der Kniebeuge an, mit der wir anfangen. Und das, was wir jetzt machen, wir versuchen jetzt, und das mit Gefühl, den Gegner immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und dass man einfach ein Gefühl entwickelt, dass man schön kontrolliert gegenhalten kann. Setzt euch noch ein bisschen enger zusammen, habt keine Angst voneinander und dann machen wir das. Zack. Gegenhalten, auch mal ziehen, auch ruhig mal die andere Richtung nehmen. Passiert nichts, ne? Passiert nichts. Merkst du es bei dir? Ja, so ein bisschen. Du musst ausgleichen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Auch bei Alex erwarte ich natürlich, dass da nicht so viel Bewegung entsteht. Der hat eine stabile Hocke. Das ist bei Gewichthebern einfach so. Weil wenn du mit einem Gewicht in der Hocke sitzt, dann musst du da stabil sitzen können. Alter, der ist ja angekettet. Ja. Also schöne stabile Hocke ist schon eine Menge wert, ne? Jeder sucht sich eine Hantel. Oh, ich habe schon eine. Ganz wichtig, hier gibt es natürlich eine Hallenordnung. So wie die Hantel jetzt gefunden wird, so wird sie nachher auch verlassen. Ja, alles andere in den Ständer, wir haben die Gummischeiben drauf und die ziehen wir natürlich jetzt erstmal runter und arbeiten uns ein bisschen mal an die Kniebeuge ran. Die will ich bei euch jetzt erstmal sehen. Ja, das ist das nächste, was wir jetzt machen. Bei Alex brauche ich mir die Kniebeuge nicht angucken, das ist ganz klar, aber das, was ich angekündigt habe, bei euch beiden will ich die Kniebeuge sehen. Wir machen die Kniebeuge hinten heute. Wir werden sicher nachher auch nochmal auf Kniebeuge vorne eingehen, aber einfach, um jetzt ein bisschen dieses Programm auch mal zu straffen, schaue ich mir erstmal eure Fertigkeiten an. Wie würdet ihr die Kniebeuge jetzt machen? Ich mache mir dann ein Bild davon und dann gehen wir in die Korrekturen rein und darauf aufbauend machen wir den Rest des Trainings auch. Okay, ran geht's an die Hanteln. Okay, Daniel, schaue ich mir mal an. Was mir ganz lieb wäre, das können wir später nochmal korrigieren, genau in die andere Richtung. Stell mal die Füße ein bisschen enger zusammen. Komm ruhig ein bisschen nach hinten raus. Platz haben wir ja nach hinten. Du siehst dich vorne, okay. Versuch mal, das ist für dich bestimmt etwas ungewöhnlicher, etwas enger zu stehen. So wie jetzt gefällt es mir ganz gut, weil wir gehen erstmal davon aus, dass wir Hüftbreite stehen. Fußspitze ist leicht nach außen, das ist natürlich ganz klar, das hast du schon. Du brauchst auch nicht zu sehr nach außen machen, ne? Für mich ist natürlich auch wichtig, aber das ist ein Standard, den du auch kennst, das Knie schaut immer in die gleiche Richtung wie auch deine Fußspitze, ne? Dass wir nicht das Knie nach innen fallen lassen und auch nicht nach außen über den großen Onkel dann praktisch die Kniebeuge machen. Dann tun wir noch einen Gefallen, Kopf hoch, ja? Dass wir über den Kopf die Spannung auch im Rücken halten können und dann einfach mal schön beherrscht runtergehen. Nicht zu schnell, nicht reinrauschen. Ich möchte, dass wir alle Übungen schön beherrscht erstmal und kontrolliert machen. Auf geht's. Okay, auch wieder hoch. Du kannst ruhig reingehen und wieder hochgehen. Schön in die Atmung auch gehen, ist mir auch wichtig. Jawohl. Okay. Gefällt mir gut. Unten noch schön die Spannung halten, dass wir nicht reinsacken. Jawohl. Hier gefällt mir dein Rücken auch schon etwas besser. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass er vielleicht nach vorne ein bisschen rund ist. Hier hast du die Spannung ein bisschen besser schon. Das ist okay. Ja? Ich nehme an, dass wir mit steigender Last dann sogar noch eine andere Spannung hinkriegen. Okay, gehen wir mal rüber zu Conny. Schauen wir uns mal Conny an. Jawohl. Okay, stopp mal ganz kurz. Hier für mich auch die Füße ein bisschen enger hinstellen.
Das, was ich nämlich möchte, ist, dass wir für den Kraftaufbau und für die Explosivität, die wir nachher brauchen, den kompletten Weg des Muskels nutzen. Wenn ich so breit stehe, ja, kann ich natürlich nicht die komplette Streckung aus der Muskulatur rausholen. Ja. Wenn ich mich enger hinstelle, kann ich hier eine ganz andere Explosivität entwickeln. Und wir brauchen, um das Gewicht zu beschleunigen, brauchen wir den kompletten Weg. Okay, versuch mal so weiter. Okay, schön die Spannung halten. Jawohl. Rücken bitte durch. Ja. Unten nicht ganz so tief reinsacken. Ich möchte nicht, dass der Po nach unten wieder einknickt. Ja, okay. Alles klar. Jawohl. Okay. Und rein, und rein. Ja, okay. Wie fühlte sich das bei dir jetzt an? Also ungewohnt, gerade wegen der engen Fußstellung. Also ich bin es gewohnt, ein bisschen breiter zu stehen, weil ich da subjektiv das Gefühl habe, dass ich wesentlich stabiler stehe. Ich hatte auch das Problem, dass ich den Zug nicht über die Beine hinkriege, wenn ich so eng stehe. Also ich brauche schon einen Schritt ein bisschen mehr. Ja, ne? okay. Und da hatte ich halt ein bisschen Probleme vielleicht nur, aber sonst. Das ist sicher auch erstmal eine Gewohnheitsgeschichte, aber am Ende so von unserem Grundsatz her sagen wir versuchen den ganzen Weg zu nutzen. Wenn ich hier rausgehe, also ich verstehe es zum Beispiel beim Kraft-3-Kampf, da willst du natürlich den Weg verkürzen. Richtig. Na, da willst du ihn verkürzen, das ist ganz klar. Das, was wir wollen, ist, wir wollen den kompletten Muskel nutzen, in seiner kompletten Streckung. Deswegen müssen wir da einen anderen Weg aufbauen. Du musst es praktisch so vorstellen, dass du beim Gewichtheben dich wie eine Feder reinspannst in die ganze Geschichte. Und die Feder natürlich nur in der maximalen Entspannung auch die maximale Kraft entwickeln kann. Und genau das ist das, was wir eigentlich auch im Gewichtheben machen wollen. Ne? Und da die komplette Explosivität rausholen. Ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ich denke, wenn wir uns daran gewöhnt haben, werden wir da auf jeden Fall einen guten Effekt auch nochmal haben. Geht beide nochmal ran, zieht nochmal durch. Ich gehe nochmal rüber zu Alex, guck mir das noch an. Natürlich im Vertrauen, dass er das natürlich gut kann. Ne? Was ich bei deiner Hocke halt gesehen habe, dass du stehst mit den Knien, also mit den Schienbeinen relativ aufrecht. Das ist auch eine Sache der Beweglichkeit. Wir versuchen halt den Winkel relativ spitz zu halten, weil wenn ein Gewichtheber so in der Hocke sitzt, so aufrecht, das ist der Tod. Also aus der Position ist es schwer rauszukommen. Also wirklich vorn rein und dann. Aber da, wie gesagt, das ist eine Sache. Ich würde jetzt normal, so in der Hocke mich relativ bequem fühlen. Ja. Was ich bei dir sehe, du hast eher so den Drang nach vorne eher noch, ne? Genau. So, dass der Rücken gestreckt ist? Genau. Du wirst halt merken, wenn der Winkel hier spitzer ist, dann wirst du auch besser aus der Hocke rauskommen. Ja. Also es gibt die Lehrmethode und die Lehrmeinung, dass man mit dem Knie nicht drüber geht. Diese Auffassung lasse ich auch gelten. Ist eine Trainingsmethode. Für uns als Gewichtheber ist es trotzdem wichtig, dass wir das Knie hier drüber haben. Ich habe mich in dem Zusammenhang auch noch mit ein paar Physiotherapeuten schon unterhalten, auch Bewegungsmechanikern, also Biomechanikern und meinen alten Trainern habe ich mich auch unterhalten, weil das viel diskutiert wird. Es hängt sicher damit zusammen, dass man eigentlich vermeiden möchte, dass hier zu viel Druck aufgebaut wird, dass eine hohe Abnutzung ist. Wir trainieren erstmal im kontrollierten Bereich. Das heißt, du kontrollierst die Last die ganze Zeit, indem du eine gute Spannung aufhaust und wir uns nicht reinrauschen lassen. Wenn wir eine Maximalleistung vorbereiten wollen, gehen wir sicher auch ein paar Risiken ein. Das heißt, im Leistungssport ist nicht vergleichbar mit einem normalen Fitnesssport oder sonst was, wo ich sage, okay, da will ich eigentlich eine Lebensqualität erreichen. Wenn ich eine Maximalleistung habe, muss ich an meine Grenzen rangehen. Wichtig ist, diese Entscheidung muss jeder für sich selber auch treffen, aber das bedeutet eben auch, dass man auch ein paar unpopuläre Geschichten macht. Wohin ich gegen aber sage, wenn ich ein kleines Kind in die Hocke sitzen lasse und die Biomechanik gibt es vor, dass das Knie da drüber guckt und das Kind ist ganz bequem in der Hocke.
dann sage ich, der Bewegungsapparat gibt es her und wenn ich ein kontrolliertes Training mache, wird auch die Abnutzung nicht so hoch sein. Aber nur, dass wir dort eine bessere Spannung aufbauen können, ist es für mich wichtiger, dass wir da drüber bleiben. Weil ich muss hier so eine ganz große Kontrolle machen und kann hier, ähnlich wie bei diesem Abzug, eigentlich nicht diesen Druck aufbauen, den ich hier habe, wenn ich drüber bleibe. Ich finde das total interessant und sehr wichtig, dass du die eigentliche Diskrepanz zwischen der Trainingslehre und zwischen dem Leistungssport einfach mal erklärst. Weil, wie das aus den Trainingsbüchern erklärt wird und was mir gelehrt wird, ist nämlich genau der Punkt. Immer den Beugewinkel zwischen dem Lot und der Fußspitze immer dann so weit einhalten. Und wenn man dann mal wirklich eine Analyse sieht, dann ist es eigentlich komplett anders. Ja? Ja. Und auch aus Erfahrung würde ich auch sagen, ich habe wirklich einen viel besseren Weg, wenn ich wirklich die leichte Tendenz vorne habe. Ne? Also das ist wirklich mal ein Punkt. Also das sind auch die Erfahrungen, auf die wir praktisch aufbauen. Und deswegen auch immer ganz wichtig, ich habe auch in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo ich auch immer sage, Leute, wenn wir das kontrolliert machen, ist das okay. Leistungssport betrachtet ist nochmal was anderes. Wenn ich dort Bankdrücken mache, dann sage ich, Leute, bitte guckt euch das nicht an. Ja. Das ist nicht das Beispiel, weil die kommen dann noch an und du hast hier so und so. Da habe ich gesagt, Leute, ich mache das hier auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Und ich habe mich entschieden, dass ich eine andere Leistung auch bringen möchte. Aber wenn ich euch etwas beibringe, dann geht es darum, einfach Lebensqualität auch zu bekommen, beziehungsweise eben auch Leute, die Rückenprobleme haben, da entsprechend zu schulen. Und da geht es natürlich darum, dass wir auch gelenkschonend arbeiten. Ja, aber Leistungssport trägt Risiken in sich und das muss natürlich den Leistungssportlern auch immer klar gemacht werden. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn du deine Muskulatur bis ins hohe Alter trainieren kannst, kannst du dadurch natürlich auch später immer noch eine gute Lebensqualität halten. Wichtig ist, dass dein Training lebenslang einfach passiert. Ne? So, Alex wird uns jetzt Kniebeuge zeigen mit 140 Kilo. Mal schauen. Ja, noch die letzte. Ordentlich. Das war eine ordentliche Beweglichkeit. Also Leute, jetzt jeder holt sich mal ein paar Böcke und dann gehen wir an die Zugübung ran. Ja? Wir kommen jetzt an unsere Klassikübung etwas näher. Ich hatte ja schon gesagt, mit dem Besenstiel die Sache vorführen. Ist etwas schwierig auch, weil wir natürlich dort ein ganz anderes Druckverhältnis haben, als wenn wir eine Last drauf hatten. Wir werden es trotzdem versuchen. Wir versuchen uns heute an Standreißen ranzuarbeiten, was noch ein bisschen unterschiedlich ist zum klassischen Reißen. Gewichtheben setzt sich aus 2 Disziplinen zusammen. Einmal dem Reißen, einmal dem Stoßen. Habt ihr schon gehört, manche sagen dann auch immer so, was stemmt ihr denn so? Wir stemmen natürlich gar nichts, sondern wir heben. Und beim Reißen ist es wirklich so, dass du erstmal einen breiteren Griff hast als beim Stoßen. Das ist ungefähr übertragen auf die Hantel, ist das dieser Abstand. Der muss natürlich mittig übertragen werden. Das ist erstmal so ein Maß und dann müssen wir es individuell machen. Also von hier bis hier zur Handspitze ist erstmal so eine kleine Eselsbrücke, wo man sagt, okay, das müssen wir dann hier auf die Hantel übertragen. Das sind bei mir genau hier an den Ringen, bin ich dann mit meinem Mittelfinger dran. Das hat sich für mich herausgestellt als beste Griffbreite. Und beim Stoßen fassen wir enger, fassen wir hier, setzen die Hantel im Prinzip einmal hier um und haben dann noch die zweite Übung dabei, dass man noch das Ausstoßen machen kann, dass man praktisch aus dem Bein nochmal anschiebt und nochmal beschleunigt. Da kommen wir heute nicht mehr zu, heute widmen wir uns nur ums Reißen. Ich denke, da haben wir schon genug mit zu tun. Deswegen hier der Besenstiel. Das Ziel, was wir haben, ist, dass wir hier abheben. Ihr seht, die Schulter ist leicht drüber, über der ganzen Geschichte. Ja? Die Knie hatten wir auch schon besprochen, ähnlich auch, dass wir einen vernünftigen Druck aufbauen können. Ihr zieht hier, ich mache es mal langsam, ist auch schwierig, ihr zieht hier lang. Ihr seht, die Arme sind lang, ja? Und bringen dann die Hüfte ran und erst jetzt ziehen wir uns aktiv an der Last, die wir bewegt haben, drunter und haben dann praktisch den ersten Standreißer fertig gebracht. Ja? Was wir machen können, ihr beide könnt mal mit der Besenstange jetzt Gefühl aufbauen, die Komplettbewegung machen und dann machen wir Teilübungen dazu, dass wir dann noch beim Standreißen ankommen. Auf geht's!
Das, was wir hier bei Alex schon sehen, ist, dass wir wirklich einen sehr engen Kontakt mit der Hantel haben. Hier sehen wir eine kleine Disbalance. Das ist aufgerieben, weil Alex wirklich hier die Hantel über den Oberschenkel zieht. Das heißt, an dieser Stelle braucht sich Alex niemals rasieren. Da ist nichts da, da ist alles glatt, weil wir hier die Hantel drüber ziehen und dann praktisch die Hüfte hier ranbringen. Bei Gewichthebern wird hier die Hose immer aufgerieben sein nach einem bestimmten Training, dass wir wirklich so eng wie möglich am Oberkörper arbeiten. Und wie gesagt, was Alex selber auch schon gesagt hat, man kann hier sehen, dass eine kleine Disbalance bei ihm ist. Das schleift sich natürlich irgendwann ein und jeder entwickelt natürlich auf der Idealtechnik trotzdem seine Individualtechnik. Das muss man dann auch berücksichtigen, dass man da beweglich genug bleibt, um die Leistungsreize bei jedem Einzelnen vernünftig rauszuholen. Ihr sollt heute nicht eure Hosen kaputt machen, aber auf jeden Fall, wenn ihr Magnesia an den Händen habt, wäre es auch ganz cool, wenn wir später nachher auf euren Hosen auch Magnesiaspuren sehen, weil ihr die Hantel dort lang zieht. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir schön eng am Körper auch arbeiten. Der Gewichthebertrainer hat meistens 2 Standardsprüche. Arsch runter, Hüfte ran. Weil das sind dann meistens die kleinen Fehler, die immer noch gemacht werden und wo man dann immer drauf eingeht. Bei dir trifft heute mehr zu Hüfte ranbringen, bei dir trifft zu Arsch weiter runter. Das meine ich unten in der Abhebephase, weil du sonst den Druck rausnimmst. Ja, ich sehe bei dir im Moment, du gehst ran und kurz bevor du abhebst, nimmst du nochmal Druck aus den Beinen raus und hebst dann ganz viel aus dem Rücken raus. Das, was ich aber möchte, ist, dass du hier unten bleibst und dann den Druck aus den Beinen ziehst. Ja, du kannst dich bei den Lasten im Moment noch auf den starken Rücken verlassen. Das wird nachher, wie ich gesagt habe, bei 100 Kilo nicht mehr so sein. Da müssen wir uns auf die Beine verlassen können. Da aktiver die Beine einsetzen. Und das andere ist natürlich die Hüfte deshalb ran, weil wir die maximale Streckung hier erreichen wollen. Ja? Damit wir auch den ganzen Druck, den wir aus den Beinen haben, auf die Hantel übertragen können. Und dann gehen wir jetzt mal ran. Ja, wir machen jetzt praktisch auch die schnelle Zugphase, bevor wir dann in die richtige Technikübung übergehen. Ja, würde ich euch bitten, jetzt mal die zweite Phase mit einzubauen. Denkt daran, beim Abheben das Gesäß nicht zu weit hochnehmen, dass wir schön viel Power aus den Beinen aufbauen können. Ja, Hüfte ran, Arme bleiben so lang wie möglich, bis die Hüfte rankommt. Dann werden die Arme erst eingesetzt für die zweite Phase. Ja. Wir haben jetzt mit Marco sehr viele Technikübungen gemacht, gerade im Bereich Reißen, die 2 Zugphasen, einmal bis zur unteren Position und dann die Zugphase, wo wir wirklich die Ellenbogen nach oben hin ziehen. Schwerpunkt war jetzt hier, nicht auf Gewichte zu achten, sondern wirklich die Position und wirklich den Zug von unten nach oben zu führen. Wir machen jetzt praktisch nochmal die Reißübung weiter. Wir sind im Standreißen mittendrin, machen jetzt ein paar Abschlusswiederholungen und dann gibt uns nachher Alex noch einen Ausblick auf das, was wir in der nächsten Einheit nochmal als nächste Übung angehen können. Heute war Schwerpunkt Reißen gewesen. Wir sind jetzt auch in den Endbereichen für heute, haben dort schon eine ganze Menge heute an der Technik von euch beiden feilen können. Ich hoffe, dass bei euch auch schon Effekt drin ist und jetzt werden wir einfach nochmal sehen, nochmal konzentriert jetzt an die Hanteln ran. Wir werden dort nochmal ein paar Korrekturen machen.
hört drauf, wenn ich zum Beispiel zu dir sage, heb jetzt ab, nimm dir die Zeit, auch wenn das erstmal ungewohnt ist für dich, aber heb in der Position ab. Das, was wir beide schon festgestellt haben, du hast ein anderes Druckgefühl von unten und das will ich jetzt einfach nochmal ein bisschen verinnerlichen, dass wir das auch nochmal später mitnehmen können und bei dir gucken wir auch nochmal, ob wir eventuell auch nochmal ein bisschen mehr Last nehmen und bei dir auch nochmal, weil mit der Last natürlich auch nochmal eine andere Notwendigkeit entsteht, vernünftigen Druck von unten aufzubauen. Dass wir jetzt in den Abschluss der ganzen Geschichte reingehen und dann nochmal ein Gespräch auch machen, wo wir heute weitergekommen sind. Ran an die Hanteln. Okay. Danke dir. Es gibt kein Probieren. schaffe es. Tu es Ja, das ja, sowieso. oder lass es. Wer hat's gesagt? Ich möchte es. Wer hat's gesagt? Yoda. Und der Spruch ist einfach nur cool. Was darf ich denn jetzt drauf machen? Weil Versuchen gibt's nicht. Nee, du das hast stimmt. zwar Versuche, aber wir gehen ran und machen das. Ja. Wenn du nicht davon überzeugt bist, wirst du es nicht schaffen. Okay, ich bin davon überzeugt. Spannung aufbauen. Schön sauber arbeiten. Besser, jawohl. War ein ganz anderer Druck, war eine super Geschichte gewesen. Und jetzt schwenken wir mal rüber zu Alex und machen mal einen Ausblick auf unsere nächste Einheit, was wir dann dort nochmal angehen werden. Er macht jetzt hier nochmal, demonstriert das Stand umsetzen und dazu noch das klassische Ausstoßen. Auf geht's. Das war der Ausblick auf die nächste Einheit, was wir dann auch mal angehen werden. Natürlich Ja? mit dem gleichen Gewicht. Selbstverständlich, selbstverständlich, aber ihr beide dran, als Synchronheben dann. Ja? Liebe Bodybuilding-Fans, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denn wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wirklich kommentiert zahlreich. Wir geben auch ganz viele Antworten darauf. Und jetzt wird hier und jetzt heute nochmal das vorherige Video Natural Bodybuilder meets Climber eingeblendet. Kommentiert dort, gebt uns auch nochmal dort Informationen, ob euch das Ganze gefallen hat, damit zukünftig solche Videos wieder entstehen können. Bis dahin, ciao. Pass auf. Ja, komm, ich geb's dir, Baby. Yeah, hallo. Du geiles Pferd. Findest du geil? Das ist schön. Ey, kritisiere mich nicht wegen meinem Bauch, Alter. Ich bin 45, es geht gar nicht. Ich kämpfe, Junge. Aber im Moment bin ich gerade krank. Mein bestes Bild, was ich sonst immer habe, ist, wir sind alte Silberrücken und unser Rücken ist immer durchgedrückt, weil wir die ganze Zeit unser Revier verteidigen. Wollen wir nochmal ein Käffchen ansetzen oder so? Ja. Und? Okay. Geht noch, sagst du, ja? Wisst ihr, wer es mir erzählt hat? Meine Oma. Ich habe gestern mit meiner Oma telefoniert. Die ist jetzt irgendwie bald 90. Und dann sagt die, du, der Steiner hört auf, ne? Ich so, ja. Ich so total als wüsste ich's auch schon, aber Omi muss schon. Sie hat gesagt, du Marco, du machst zwar kein Gewichtheben mehr, aber ich gucke immer noch Gewichtheben, aber ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Naja. Ja, Marco, wir haben das alles aufgenommen. Was macht ihr denn jetzt hier?